Ich werde einen Tag lang wie ein Samurai leben, das bedeutet mit echten Schwertern kämpfen. Und wir sind hier vor Ort in Japan und werden mehr über die Kultur, das Essen und über die Kampfkunst lernen. Außerdem mehr über die neue Serie Shogun. Es geht los. So Leute, wir gehen jetzt zu Ryunosuke. Er ist Meister in der Samurai-Schwertkunst und wir werden jetzt einiges lernen. Ich bin sehr gespannt. Let's go. So Leute, wir sind jetzt vor dem Dojo. Ich bin schon sehr gespannt auf das heutige Training. Ich werde jetzt erstmal meine Schuhe ausziehen. Das gehört auf jeden Fall zur Etikette in Japan und das mache ich hier natürlich auch. Jetzt werden wir ihn kennenlernen. Ich würde sagen, wir gehen einmal rein. Let's go. Also mein Name ist Otsuka Ryunosuke Taira no Masatomo. Ich bin der 7. Soge, das 7. Oberhaupt der sogenannten Hokushin Itoryu Hyoho. Das ist eine altjapanische Kriegskunstschule der Samurai. Wir wurden 1820 gegründet. Ich selbst, ich weiß europäisches Aussehen, japanischer Name. Ich wurde in eine alte Samurai-Familie adoptiert durch das 6. Oberhaupt der Schule und leite jetzt die Schule weltweit in der 7. Generation. Bevor wir mit dem Training angefangen haben, hatte Ryunosuke für mich ein Kimono vorbereitet, um auch traditionell beim Training angezogen zu sein. Wie viel kostet dann so ein Kimono? Kommt drauf an, aus welchem Material er ist. Das ist jetzt aus Polyester. Die kosten so um die 200 Euro circa. Das erste, was wir gemacht haben, war eine Laufübung, wo Ryunosuke mir erklärt hat, dass es dafür da ist, um auf dem Schlachtfeld mit den Füßen sich vorzutasten, ohne dabei auf den Boden schauen zu müssen. Der eigentliche Grund, warum ich mehr über die Samurai lernen wollte, ist die neue Serie auf Disney Plus Shogun. Disney Plus hat es mir ermöglicht, nach Japan zu fliegen, um dort die Geschichte und Kultur der Samurai vor Ort zu erleben. Ich bin jetzt hier in Japan und ich kann euch mal sagen, wie ich die ersten 2 Folgen von Shogun fand. Ich will euch nicht spoilern, aber es ist sehr, sehr, sehr geil geworden. Deswegen checkt den Link in der Bio ab, schaut euch die Serie an, dort habe ich es euch einmal verlinkt. Zurück in Deutschland beim Training haben wir erstmal Ryunosuke gefragt, wie gefährlich das Training als Samurai eigentlich sein kann. Das Training ist am Anfang eigentlich nicht wirklich gefährlich. Man fängt an mit Katas zu nehmen, mit sogenannten Formen. Da wird in festgelegten Abläufen werden Techniken und Strategien den Schülern überliefert. Dadurch kommt es eben auch nicht zu irgendwelchen Unfällen oder so. Später dann gibt es verschiedene Formen des Duelltrainings. Am Anfang eben auch mit Schutzausrüstung, solange die Schüler eben noch nicht die entsprechende Technik haben. Aber am Ende wird dann die Schutzausrüstung weggelassen. Da kann es dann auch mal zu Verletzungen kommen, aber das ist dann alles schon so kontrolliert und auf einem so hohen Niveau, dass die Verletzungen eigentlich nicht tödlich ausgehen. Die erste Technik, die mir Ryunosuke beibringen wollte, war das sogenannte Hari. Der Gegner greift mit einem geraden Schnitt an, man schlägt zur Seite und kontert mit einem Schlag in die Handgelenke. Bei Ryunosuke sah das Ganze einfach aus, aber als ich dran war, habe ich gemerkt, wie schwer das eigentlich ist. Aber nach ein paar Versuchen sah es auf jeden Fall wesentlich besser aus. Und noch höher, ja. Dieses Ganze, wo du in Filmen dieses Ganze hin und her hast, das ist in der Realität nicht. Es geht sehr schnell. Du siehst es ja, ich meine, er greift einfach nur an, ja. Wenn du den Konter versaust, ist vorbei. Ich meine, ohne Arm, ohne Finger, ja, kann ich nicht weiterkämpfen. Führen und Kampf ist vorbei. Okay, krass. Also später hast du dann verschiedene Techniken, die auch deutlich schneller sind. Als wenn er zum Beispiel schnell angreift, dass du von hier aus beispielsweise platzierst mit einem Stich und dann gleichzeitig hier Gamen stichst. Das ist in einer Bewegung. Da geht er einfach. Du siehst, wie präzise das zwischen den Augen ist, ne? Das wird auch eben mit scharfen Schwertern so trainiert. Dann macht man das dann später mit scharfer Klinge. Das können wir auch gerne zeigen. Das sind jetzt komplett scharfe Klingen. Du siehst vielleicht, es sind deutlich abgenutzt. Der vordere Teil ist noch schärfer. Hier in der Mitte ist der Teil, mit dem du hauptsächlich das Schwert des Gegners kontrollierst. Das heißt, dadurch ist der Teil immer ein bisschen abgenutzter sozusagen. Der hintere Teil wird eher für Verteidigungstechniken benutzt, ja, weil es einfach der dickste und stabilste Teil ist, wo man auch am meisten Hebelwirkung hat. Heißt, wenn wir jetzt dieselbe Technik nochmal machen, von hier aus. Das ganze Training, das wir heute hier im Chiba Dojo abhalten, ist komplett safe, da passiert nichts, ich bin da, ich kümmere mich um alles. Das heißt, auch wenn du mit scharfen Klingen arbeitest, wird das alles so kontrolliert stattfinden, dass dir nichts passiert. Aber jetzt eine kurze Pause von den Schwertern zurück nach Japan und der alten Unterhaltungskunst. Und zwar waren wir bei einer Geisha und sie hat uns zu einer kleinen Kunstschau eingeladen. Also Leute, das ist jetzt mein Matcha-Tee. Ich bin sehr gespannt. Ich probiere jetzt mal. Ziemlich bitter, aber ich meine, Matcha ist ja immer ein bisschen bitter. Man hat hier noch so einen Ausgleich, so eine Süßigkeit. Die Unterhaltung ist natürlich nicht nur das Einzige, womit sich die Menschen aus der Edo-Zeit befasst haben. Deshalb wollte ich noch von Ryunosuke erfahren, wie das Leben, insbesondere das Essen und Schlafen in der Samurai-Zeit war. Die Samurai in der Edo-Zeit
also von 1603 bis 1868, haben sehr spartanisch gelebt tatsächlich. Also wenn man den Einrichtungsstil beispielsweise anschaut, man lebt am Boden, das ganze Leben findet am Boden statt. Man hat natürlich Tische, aber man sitzt sehr viel auf sogenannten Tatami-Matten und schläft auch auf den Tatami-Matten mit einem Futon. Das ist im Prinzip so eine Art Matratze, die man auslegt und die tagsüber wieder verstaut wird in Wandschränken, sodass man den Raum auch optimal nutzen kann, selbst wenn man ihn nicht zum Schlafen braucht gerade. Und das werde ich heute auch machen. Das ist ein wunderschönes Hotel. Danke an Disney Plus an der Stelle. Das ist aber auch nicht irgendein Hotel, sondern es ist zu gedenken an Anjin. Das seht ihr bei der Serie Shogun. Klar, das ist hier ein bisschen moderner wahrscheinlich als früher. Ist vielleicht gewöhnungsbedürftig, aber ich bin gespannt. So, wir gehen jetzt traditionell japanisch essen. Das bedeutet natürlich auch so, wie Samurai früher gegessen haben. Es ist ein bisschen fancier wahrscheinlich, also wahrscheinlich eher wie ein Shogun gegessen hat damals. Ihr seht schon, es ist traditionell eingerichtet. Okay, das ist das Menü. Ich bin jetzt mal gespannt, was da drin ist. Ja, sehr viel Fisch. Ah, da gibt es auch Fleisch. Ich werde jetzt das umsetzen, was mir Ryunosuke erzählt hat. Zur Ernährung der Samurai, also Hauptnahrungsmittel war Reis. Reis ist auch das, wovon die ganze Währung abhängt. Die Samurai wurden in Koku bezahlt durch ihren Fürsten. Ein Koku ist die Menge an Reis, die ein Mann braucht, um ein Jahr lang davon überleben zu können. Also hauptsächlich Gemüse oder eben pesketarisch, viel auch mit Fisch. Je nach Region war die Küche unterschiedlich. Fleisch wurde weniger verzehrt. Aufgrund des Buddhismus wurde hauptsächlich eben vegetarisch sich ernährt mit ab und zu Fisch. Deswegen kann ich nur empfehlen, in Japan sehr viel lokal essen zu gehen. Eine Sache, die es auch immer gibt hier, ist Mochi zur Nachspeise. Ich weiß nicht, ob das auch ein Ding früher war, aber ist auf jeden Fall hier ziemlich oft so. Und das war auf jeden Fall, haben viele Samurai auch früher getrunken. Matcha-Tee, dafür ist auf jeden Fall Japan bekannt. Und ich glaube, das war früher auch schon so ein Ding. Okay Leute, ich bin richtig voll. Jetzt werde ich hier das erste Mal in einem modernen Futon schlafen. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ich kann schlafen, aber es sieht eigentlich echt richtig gemütlich aus. Und dann wird der nächste Tag anbrechen. Also Leute, ich habe echt richtig gut in diesem Futon geschlafen. Hätte ich nicht gedacht. Ich werde jetzt aber etwas ganz Besonderes machen. Da nehme ich euch natürlich wieder mit. Let's go. Aber jetzt zurück nach Deutschland, wo mir Ryunosuke mein eigenes echtes Schwert fürs Training gibt. Das sieht voll cool aus. Als nächstes wird das Sageo hier gebunden. Das einmal hier durchsteckt. Dann das Ende hier auch einmal hier. Wozu ist das jetzt? Wozu das Sageo ist? Ja. Das Sageo, das ist ein relativ günstiges, die richtigen Sageo. Moment. Das hier, wie es bei meinem Schwert hier ist es hier für einen Moment dran gewickelt, wird dann auch lose gemacht. Das wird im einfachen Knoten befestigt. Heißt, ich kann das, wenn ich das lösen möchte, relativ schnell in 1-2 Sekunden einfach satt rausziehen und habe dann ein 2 Meter langes Seidenseil. Kann verwendet werden, um Gegner zu fesseln. Echt? Wenn du, ja klar. Ah, okay. Shibari, das Bondage, kommt aus Japan ursprünglich und kommt eben aus der Kunst des Fesselns, wie man Gegner eben fachgerecht verschnürt. Okay, nicht schlecht. Kann aber auch verwendet werden als Erste-Hilfe-Set. Angenommen, wir waren jetzt im Kampf und dein Gegner hat dich angegriffen, hat dich am Bein erwischt, du hast ihn niedergestreckt. Kommt vor, sollte nicht passieren, aber kann vorkommen. Dadurch hast du halt eine schwere Verletzung, hast keinen Gegner mehr. Dann kannst du das Sageo benutzen, um dich selbst zu versorgen. Ja. Genau. Cool. Mit dem echten Schwert habe ich als erstes gelernt, wie man es richtig zieht und auch wieder einsteckt. Wie generell die Lernkurve bei der Schwertkunst ist, erzählt uns Ryunosuke. Betreffend dessen, wie schnell man Fortschritte machen kann, das können wir heute an dir sehr gut sehen. Je nachdem, wie gut du dich anstellst, kannst du auch relativ schnell Fortschritte machen. Es ist halt immer wichtig, Überlieferung ist das A und O. Das heißt, wir sind eine direkt überlieferte Schule und das mache ich eben heute auch mit dir, dass ich dir verschiedene Korrekturen gebe und dann werden wir sehen, wie du dich aufgrund der Korrekturen deutlich verbessern wirst. Eben auch beim Schnitttest möglicherweise werden wir sehen, ob du es schaffst, dann tatsächlich wirklich was zu zerschneiden oder ein Tameshigiri, eine Makiwara zu zerschneiden oder auch nicht. Cool. Kann da was passieren? Natürlich. Kann da was? Ja. Wenn du Fehler machst, dann schneidest du dich. Also vorsichtig sein. Da ist natürlich die größte Gefahr, dass man sich vielleicht selber auch mal in die Hand sticht. Deswegen ist es, aber die Technik an sich ist ja sehr, sehr sicher, ja, weil du das am Boden entlang führst. Da kann eigentlich nichts passieren. Also vor allem macht man es am Anfang sehr langsam, aber Genau. echt machst du es mega schnell. Deutlich schneller. Bevor es heute mit dem Training losging, haben wir vor dem Schrein im Dojo gebetet und genau das wollte ich in Japan auch austesten. Wir werden jetzt noch zum Schrein gehen und werden da noch einmal beten. Davor wäscht man sich einmal hier die Hände. Das zeige ich euch jetzt hier einmal. Eine Hand. Wir gehen jetzt einmal hoch zum Schrein. Hier in Narita sieht es super schön aus. Ich war jetzt bei vielen Shrines, das ist mit Abstand der schönste. Also ich bin sehr froh, dass wir das heute hier machen. Let's go. Leute, schaut mal, wie schön das hier ausschaut. Hier sind auch nicht so viele Touristen, deswegen haben wir uns ja auch ausgesucht, genau hier zu sein. Normalerweise schmeißt man 5 Yen rein. Wir haben unser Portemonnaie drüben gelassen, aber wir gehen da jetzt einmal hin.
Als nächstes machen wir das sogenannte Tameshigiri. Tameshigiri, wortwörtlich übersetzt, bedeutet Testschneiden. Hierbei wird das Schwert getestet, sowie die Fähigkeiten des Kämpfers. Ja. Und mit den Schwertern, mit denen wir gerade vorher trainiert haben, wird dann eben diese Matte, Tatami-Matte zerschnitten. Das ist die Dicke, kannst du gerne mal anfassen hier. Die ist in Wasser vollgesogen und hat ungefähr die Konsistenz von einem Nacken. Das heißt, jetzt geht es wirklich um Technik. Jetzt geht es um Skill. Okay, das heißt, du zeigst mir das Ich zeig's dir erstmal und danach darfst du es probieren. Ich bin sehr gespannt, wie es ausschauen wird. Okay. Okay, krass. Wow, das hast du Siehst du, wie sehr schön, sauber, ja. wie schön glatt der Schnitt ist. Ja, also das sieht schon sehr, sehr heftig aus. Ich bin gespannt, ob ich das schaffe. Jetzt wird's aber ernst. Darauf habe ich mich schon den ganzen Tag gefreut. Und zwar auf das Testschneiden mit einem echten Katana. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Aber Leute, das muss ich jetzt schaffen. Das passiert, wenn man nicht richtig schneidet. Shit. Aber du kannst das ohne Probleme nochmal probieren. Okay, ich habe noch einen zweiten Versuch. Sehr gut. Okay. Nein. Oh. Aber deutlich mehr geschnitten. Also wie du hier sehen kannst, hat sich der Schnittwinkel hier im Schnitt deutlich verändert. Ja. Heißt, dass du mit deiner Schneide abgerutscht bist. Hajime! Yes! Let's go! So schön. Genau so muss es gehen. So muss es gehen. Sehr geil. Und Vorsicht mit dem Schwert. Schwert immer richtig halten. So, auf der Seite halten. Genau so. Ich bin echt richtig happy, dass ich das noch geschafft habe. Ja, vor allem, es war... Kurz nicht gedacht, aber... Schau mal, das war ein richtig schöner Schnitt. Das siehst du. Boah. Richtig schön. Ja. Das heißt, es ist einzig und allein die Technik. Nicht die Muskelkraft, sondern wirklich sauber, dass die Technik schön ist. Und ein guter Lehrer natürlich. Ja, das hilft ab und zu. Ne? Genau. In Japan habe ich erfahren, dass zwar alle Samurai ein Schwert mit sich getragen haben, es aber öfters zu Bogenkämpfen kam. Deshalb bin ich vor Ort zu einem Profi-Bogenschützen gefahren. Okay Leute, wir sind gerade in Narita und wir werden ein Kyoto-Dojo besuchen. Deswegen, let's go. Ich bin jetzt gerade hier bei Mori-san. Hallo. Und er wird mir heute Kyoto beibringen. Ich habe ihm gesagt, so ein paar Anfängersachen, aber auch sowas ein bisschen fortgeschrittenes. Wir müssen noch ganz kurz das Ganze anziehen. Übrigens Leute, wenn ihr wollt, dass ich 7 Tage in Japan Kyoto lerne, dann lasst einen Daumen nach oben da. Dann werden wir das auf jeden Fall machen. Ich kenne nämlich eine Content Creatorin, die mir das angeboten hat. Wenn wir die 20.000 Likes schaffen, werden wir das auf jeden Fall machen. Ich habe immer Kyoto gesagt, jetzt Kyoto. Okay, tut mir leid für meine japanischen Versprecher, aber ihr wisst, was ich meine. Kyoto. Nach weiteren Probieren und Erklären von Mori-Sensei sind meine Schüsse immer besser geworden. Der Umgang mit dem Bogen am Anfang war zwar immer noch nicht einfach, aber nach einigen Versuchen hatte ich schon den Bogen raus. Oh, das war's, Leute, der letzte. Okay, den müssen wir einmal zeigen. Schaut, also direkt in die Mitte. Ich würde sagen, das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall einmal im Stehen anfangen. Mori-Sensei. Arigato gozaimasu. Oh, okay. Also jetzt machen wir das weiter weg. Wir machen das jetzt hier im Stehen. Es ist sehr viel weiter weg. Vielleicht zeigt uns Mori-san jetzt einfach einmal, wie es funktioniert. One time. Arigato gozaimasu. Oh. Boah, also wenn das kein guter Schuss war. Gut, ich bin dran. Genau wie beim Bogenschießen im Sitzen hat mir Mori-Sensei die Basics beigebracht im Stehen. Es war auf jeden Fall anders wie im Sitzen, aber auch hier, nach einigen Versuchen und Probieren, sah es bei mir auf jeden Fall besser aus. Oh. Okay, ich treffe immer mehr und mehr. Kein Talent ist vom Himmel gefallen, also man muss einfach sehr, sehr viel üben. Wir machen jetzt das Yatori, das ist das Aufräumen. Gemeinsam machen wir das und ziehen die Sachen raus und dann sehen wir auch mal, was ich eigentlich so getroffen habe. Okay, also das war auf jeden Fall seiner, Mori-san, und das war meiner und ich glaube das auch. Also ich habe 2 getroffen immerhin, aber ja, das wird jetzt aufgeräumt. Eine Sache wollte ich noch unbedingt mit Ryunosuke machen. Und zwar einen bestimmten Trick aus Shogun lernen. Ich habe was Kleines für dich vorbereitet und zwar den Trailer von der Serie Shogun. Und ich würde gerne einmal deine Meinung hören, wie authentisch das Ganze ist. Und eine Sache will ich dir zeigen, ob ich die vielleicht selber nachmachen kann. Lass dich nicht von unserer Etikette täuschen. Unseren Verbeugungen, unseren Ritualen. Krieg ist unausweichlich. Du bist derjenige, der gefangen ist. Du lebst nur für die Freiheit.
Okay, würdest du sagen, es ist authentisch? Also ich muss sagen, sieht sehr gut gemacht aus und es sieht alles sehr authentisch aus, muss ich sagen. Natürlich, ich habe die Serie nicht gesehen, aber der Trailer sieht schon mal sehr, sehr einladend aus. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Eine Sache, die würde ich dir gerne zeigen, die würde ich nämlich nachmachen, und zwar genau hier. Deines dir. Wenn du das nicht Ja, begreifst. die Naginata-Szene. Denkst du, wir kriegen das zusammen hin? Ja, wir kriegen das schon. Ja? Ja, Okay, das schaffen wir bin schon. sehr, sehr gespannt. Die Bewegungen des Naginators zu lernen waren gar nicht so einfach wie gedacht, obwohl mir Ryunosuke das Ganze mehrmals schön vorgezeigt hat und mir bei jedem Schritt geholfen hat. Die Schritte im Theoretischen waren leicht zu verstehen, aber koordinativ das alles umzusetzen war wesentlich schwieriger. Aber wie bei allen anderen Sachen auch, Übung macht den Meister und nach vielen Versuchen gab es Momente, die gar nicht so schlecht aussahen. Umgedreht die Klinge. Wie gesagt, schwere Übung Ja. für einen anderen Tag. Okay Leute, also es ist gar nicht so einfach, aber es ist ja auch eine fortgeschrittene Übung. Wir lassen einen Versuch davon auf jeden Fall zählen und jetzt ziehen wir die Rüstung an, oder? Genau. Jetzt war es Zeit, die Rüstung anzuziehen. Das Ganze hat sehr lange gedauert, obwohl wir sie nur provisorisch angezogen hatten, weil die Rüstung insgesamt 24,7 Kilogramm wiegt, was sich auch sehr, sehr stark bemerkbar gemacht hat. Okay Leute, ich habe jetzt die Rüstung einmal komplett an. Krass ist, man hat halt wirklich noch Beinfreiheiten, also man hat wirklich noch Platz zum Kämpfen. Ich habe gehört, das soll eine ganz besondere Rüstung sein. Was ist das denn für eine Rüstung? Das ist meine persönliche Rüstung, gut für mich maßgefertigt. Außer mir hatte die noch nie jemand an. Das ist eine krasse Ausnahme heute. Also wirklich vielen Dank. Checkt auf jeden Fall die Schule aus, die heißt Hokushin Ryu-Hyoho. Die gibt es weltweit, die hat verschiedene Zweige, also hier, wir sind gerade in München, aber könnt ihr auf jeden Fall abchecken, da gibt es ganz, ganz viele Standorte. Sehr gerne vorbeikommen. Kommt vorbei. Für die Duelle musste ich eine Schutzkleidung anziehen und dann hat mir Ryunosuke beim Uchigumi Gekko, einer Semi-Sparring-Form, erklärt, wie man sich verhält, kämpft und wie hart das Ganze sein kann, da es für mich teilweise echt ab und zu schmerzhaft war. Und das, obwohl er sich zurückgehalten hat. Final durfte ich in eine echte Duellsituation gegen seine beiden Schüler antreten. Ich hatte zwar keine Chance gegen die beiden, obwohl sie sich zurückgehalten haben, aber am Ende hatte ich trotzdem einen guten Treffer gelandet. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Checkt auf jeden Fall noch die neue Serie auf Disney Plus ab. Shogun, der Link ist in der Bio. Bis zum nächsten Mal. Ciao.